What fascinates us about him? What made him into the person that he is today? What motivates people to hate him and to visit him? Metal Leute, this is the story of Drachenlord. On April 7th, 2017, Rainer attached a blue tarp to his gate as a privacy screen. On April 9th, he commented on his vocabulary in an Instagram video. Mein Wortschatz ist wahrscheinlich 10-mal so groß wie der von euch Hatern. Und der Grund, warum ich das normalerweise nicht zeige, liegt einfach daran, dass sich irgendwann die Leute über mich lustig gemacht haben, weil ich immer sehr geschwollen daherrede. Das hat letzten Endes dafür gesorgt, dass ich irgendwann sagte, ich habe keine Lust mehr und mir einen ziemlichen Assi-Slang angewöhnt habe. Ich kann gerne noch ein bisschen beweisen in den nächsten Tagen oder Wochen, dass ich einen ziemlich guten Wortschatz habe. On April 16th, Rainer was once again on the TeamSpeak server. Among other things, he explained that he doesn't earn enough money at the moment and therefore doesn't have to pay taxes. According to him, this was also one of the reasons to close his main channel, because he didn't feel like filling out tax returns anymore. On April 17th, Rainer was in Erlangen and had pulled his hood over his head so he wouldn't be recognized. Nevertheless, he was spotted and secretly photographed. On April 21st, Rainer painted the rims of his car, but without first removing them from the tires. Then he posted a photo of his PC monitor on Instagram, also revealing what his surveillance cameras were filming. On April 23rd, Rainer claimed to be in pain again because of the baton attack and talked about his time in school. Los, ey, fuck. Was denn, Migräne? Meine höllisch, das wird mir... Nee, meine Verletzung. Heute Nacht war das so schlimm, dass ich mich sogar übergeben habe, ey. Und das ist nicht besonders lustig, weil... Was ist denn dann da genau? Dadurch, dass die Bauchmuskeln noch ärger angespannt werden. Weißt du, was Phantomschmerzen sind? Phantomschmerzen, ja natürlich. So ungefähr fühlt sich das an. Ich war schon in der Schulzeit so, als ich in der Schule war, in der 1. Klasse. Ich war so groß wie ein Drittklässler. Der war 2 Jahre älter als ich war so groß wie der. Und ich war total einschüchternd für die Leute. Weil ich so riesig war, weil ich so muskulös war, schon als Kind. Und da haben die Leute immer blöd geschaut. Es gibt bloß ein Problem an der Sache. Ich habe mich für die Jüngeren eingesetzt und da habe ich bei den Älteren verschissen gehabt. Weil die haben dann nämlich gemerkt, dass ich gar nicht so tough bin, wie ich rüberkomme. Und dann sind die Leute nämlich auf mich losgegangen. Und das war nämlich schon damals das Problem. Ich habe mich immer für die Schwächeren eingesetzt. Ich habe immer versucht, anderen zu helfen. However, pain in the upper abdomen, nausea and vomiting are also symptoms that often occur with gallstones. During the baton attack, Rainer claimed the only reason he didn't beat up the attacker was because he wanted to protect the other visitors. Ich hätte den Typen rasiert, wenn ich gewollt hätte. Ich habe das nicht gemacht, weil wenn ich das versucht hätte und der wäre mir wirklich entkommen, wäre auf die anderen losgegangen. Was meinst du, was dann für eine Scheiße los gewesen wäre? Later, Rainer would let himself get wound up in an argument with haters. Was ich irgendwo sage und wie ich wirklich denke, sind 2 verschiedene Paar Schuhe. Ja, aber dann solltest du wohl dein Gehirn mit deinem Mundapparat synchronisieren. Nicht wirklich. Ja, das sagst du ja auch immer selber. Jetzt kommst du wieder mit dem Satz, das sagst du doch selber. Ist das echt dein Ernst? Oh, Junge, okay, ich sag dir jetzt noch einen Satz, bevor ich dich raushau. Ja. Und nimm dir den mal zu Herzen. Ja, ich komme sowieso wieder, ist doch kein Ding. Das ist mir egal. Ja, gut. Was will ich mir jetzt noch sagen? Nimm dir diesen Satz zu Herzen, Junge. Darf ich danach auch was doch sagen? Benutz dein Hirn zum Denken, bevor du handelst. Ganz im Ernst. Was ist das für eine lächerliche Aktion? Warum die Bannwelle? Weil ich aufs Klo gehen wollte und mir kurz überlegt habe,
wirklich, also ich muss wirklich aufs Klo und ich wollte auch gehen. Ich habe mich kurz gemutet, war aber dann im Moment noch da, als jemand gesagt hat, und wie könnten wir ihn jetzt triggern, und dann kurz drüber gesprochen haben, wie sie mich triggern könnten. Und ich denke mir einfach, nö, ihr triggert mich einfach nicht, weil den Gefallen tue ich euch nicht. Hab dann noch vernünftig und anständig versucht, mit ihnen zu argumentieren. Naja. Und letzten Endes hat es natürlich wieder zu einer Sache geführt. Die Hater haben einfach keine Logik und handeln total unlogisch. Finde ich nach wie vor schade und traurig, aber einem Menschen, der unlogisch ist und unlogisch handelt, den kann man eben mit Vernunft und Logik nicht beikommen. Finde ich echt traurig tatsächlich. Aber das wird sich wohl auch nie ändern. Tatsächlich muss ich jetzt gar nicht mehr aufs Klo, merke ich gerade. Hast du in die Hose gemacht? Lange genug. Nein, ich habe nicht in die Hose gemacht. Und wenn du das nochmal fragst, fliegst du. Hast du in die Hose gemacht? Er wollte den Schwanz eine Aufforderung. Der Jetzt reicht's mal, aber ich habe dich vorhin schon gewarnt wegen deiner Ausdrucksweise. User in your channel was banned from the server. Wen hast du jetzt rausgehauen? Der hier gerade irgendwas von wegen Schwanzlutschen gesagt hat. Ah, okay. Das ist das beste Beispiel, dass du gerade den Falschen gebannt hast. War nämlich User in ich. your channel was banned from the server. Gut zu wissen. Und wer bist du? Ich habe nämlich gar nicht drauf geschaut, wer redet. Ich war gerade damit beschäftigt, mir anzuwichsen. On April 24th, Rainer was a guest in the stream of another, little-known YouTuber. On April 25th, a picture appeared showing a police car in front of Rainer's house, but the background to this could not be clarified. On April 26th, Rainer claimed on the TeamSpeak server to have no more motivation for YouTube and to have gone to a doctor, but to have left before the actual examination. Wenn mich irgendwas interessiert, dann lass ich es, und es war nie anders. Ich habe keinen Bock mehr auf YouTube, ich habe keinen Bock mehr auf meinen Hauptkanal, deswegen mache ich ihn nicht mehr. Ich hatte lange Zeit Bock auf meinen Hauptkanal, deswegen mache ich es. Ich habe keinen Bock hier runterzukommen, also bin ich gestern nicht runtergekommen. Ich hatte heute Bock runterzukommen, also bin ich runtergekommen. Ich habe gestern keinen Bock gehabt, zum Arzt zu gehen und da eine Stunde zu warten, wegen 2 Minuten reingehen, also bin ich wieder abgehauen. Ich habe noch nie irgendwas gemacht, auf was ich keinen Bock habe, und das sind nur kleine Beispiele. Later, there was a stream on Twitch in which he complained about his moderator, Abby. Ganz im Ernst, solchen Leuten wie euch wünsche ich mal AIDS, weil dann würden sie ja mal Witze drüber machen. Ich glaube, Abby braucht Unterstützung. Ja, braucht sie, die macht nämlich gar nichts. Die bannt einfach niemanden. Und wenn sie niemanden bannt, dann werden wir nachher ernsthaft mal drüber reden, ob sie überhaupt Mod bleibt, weil überhaupt keine Modarbeit zu machen, es geht halt gar nicht, tatsächlich. Again on April 27th, Rainer let himself be provoked in the stream. Drool, du bist derjenige, der geistige Ausfälle hat, weil du keinerlei Leben hast. So oft, wie man dich meldet und blockt, du gehörst eigentlich auch angezeigt und rausgefunden, wer du bist. Schon alleine wegen den ganzen psychischen Schäden, die du versuchst, bei jemandem auszulösen. Dafür gehörst du nicht nur eingesperrt, sondern dir gehört alles weggenommen, was du besitzt. On TeamSpeak, Rainer talked about the possibility of one day doing Project Phoenix. This would involve deleting all his videos and starting over. In a discussion about the universe and physics, Rainer excelled in ignorance. On April 29th, Rainer declared on TeamSpeak that he wanted to make a new start with Project Phoenix without haters. Ja? Ich möchte den Hatern, soweit ich kann, den Wind endgültig aus den Segeln nehmen, damit es, wie sie es nennen, Drachengame für sie ein für alle Mal unschmackhaft ist, dass sie das nicht mehr spielen wollen, dass sie da nicht mehr mitmachen wollen. Other users of the TeamSpeak tried to talk Abby Sunrise into her conscience that day so that she would make a serious attempt to change Rainer for the better. The atmosphere was relaxed and Abby seemed to get along with the other people much better than with Rainer. Rainer ist natürlich so eine Sache für sich, aber es ist jetzt nicht, dass ich, auch wenn er natürlich seine Marotten hat, ist es jetzt kein Grund für mich, ihn zu haten. Also bist okay, welche Marotten meinst du? Hat er schon mal was gegen dir gegenüber gesagt, so, wo du sagst, okay, jetzt geht's zu weit, das war too much, so? Welche Marotten meinst du? Naja, dass er oft ganz schnell mal aus der Haut kann. Okay.
Ich meine, ihr wisst ja, ich musste ja schon oft mich anschnauzen lassen. Es ist halt aber so, dann ist es halt so. Es ist Aber jetzt warum nicht machst so, du das mit? Also ich verstehe nicht, warum du das überhaupt mitmachst. weil ich weiß, er ist halt so, wie er ist und Die Abby. das ist halt seine Art so. A visit video from May 1st, 2017 exists from The Hater in the character of Horst Schlemmer. Vor seiner verfallenen Garage hörte er Metal-Musik, bis er unsere Reisegruppe bemerkte und wie üblich ohne Provokation wüst beschimpfte. Wir sind Journalisten. Ihr seid die hässlichsten Menschen der Welt und wisst ihr auch warum? Weil ihr so einen abgefuckten Charakter habt, Alter. Ihr könnt ja noch so gut ausschauen körperlich, seid ihr trotzdem die hässlichsten Menschen der Welt. Solange ihr nicht hergeht, du brauchst doch gar nicht grenzen, du bist die größte Hackfresse, Alter. Weiber, die so einen Charakter haben, sind die schlimmsten überhaupt, Alter. Hässlich wie sonst was, ohne Scheiß. Ihr habt genau 2 Minuten, um zu verschwinden. Andernfalls verschwindest du. Later, the haters drove to the home of Rainer's mother and documented the house, which looked just as rundown as Rainer's place. On this day, Rainer had a new sweetheart once again and brought his alleged girlfriend with him on the TeamSpeak server. Ja, was machst du heute noch so, Rainer? Ein Wichsen. Wobei, das dürfte ich nicht sagen, wenn mein Schatz da ist. Die erschlägt mich, ey. Ja, wie habt ihr euch denn kennengelernt? Das würde mich mal interessieren. Oder? Ich würde mal sagen, das ist Privatsache. Okay. Ach komm. Aber mein Glück habe ich gefunden, das ist doch auch schon mal was wert. Okay, mein Schatz, bist du ein Erdbärchen? Nein. Ja. Also ich esse gerne Erdbeeren, aber ich wüsste nicht, dass ich eins bin. Aha. Hast du Ja, Erdbärchen? jetzt wisst ihr, genau, jetzt wisst ihr, was aus Erdbärchen geworden ist. Die haben wir uns gemeinsam genossen. Hey, ich bitte um Disziplin hier, das ist eine Dame anwesend. Mal dachten. Wie hat dir unsere letzte Nacht gefallen? Ja, Then he complains about rainbow sheep and blames it for the constant visits. Das Schaf hat angefangen, mit diesen Videos hierher zu kommen, hier zu filmen und es hochzuladen und danach haben das alle anderen auch gemacht. Das Schaf ist dafür verantwortlich und da können wir nichts Beschönigendes daran sagen. Das Problem an den Hatern ist, dass ihre Lebensexistenz auf YouTube oder im Internet oder ihr Internetpenis, der nicht mal vorhanden ist und wahrscheinlich noch kürzer ist als meiner in Real Life. Suddenly, Rainer claimed to have been together with his girlfriend for 2 years, although at that time less than 2 years had passed since the proposal on Mittwoch. Jetzt sind wir gerade mal 2 Jahre zusammen. Ich glaube, da brauchen wir noch ein bisschen. Ja, Leute, das mit Erdbärchen heißt ja bis heute noch nicht, dass ich damals nicht wusste, was Sache ist, ne? On May 2nd, private information of Rainer's new flame was leaked. She had turned out to be a 16-year-old girl. When some haters talked to her and warned her that her internet presence would have negative consequences, she couldn't give a reason for pretending to be Rainer's girlfriend. Das Einzige, was sich die Leute alle fragen, ist, warum setzt sich eine 16-Jährige, wahrscheinlich noch nicht mal aus der Schule raus, mit einem dicken 27-jährigen Arbeitslosen 28. Entschuldigung, zusammen und spielt Pärchen in, ich sag jetzt mal, aller Öffentlichkeit. Und was hast du dir daraus verhofft oder was bekommst du davon? Was hast du dann, dass du jetzt auch so felsenfest schweigst, dass du dazu nichts mehr sagen willst? Later, Rainer joined as well. Mal erfahren, was hier los ist. Wir haben eine nette Party. Ich wurde gerade... Die Räume oberhalb der Eingangshalle sind private Räume. Das gilt auch für diesen Raum hier. Und ich habe eigentlich gesagt, dass die privaten Drachenräume passwortgeschützt sein sollen. Wir unterhalten uns gerade über den Code-Midas-Effekt, Rainer. Es geht einfach darum, dass ich komplett geleakt wurde heute von Wohnort, Nachname und alle Accounts, was weiß ich für ein Dreck, und die reden jetzt seit einer Stunde auf mich ein und ja, lass es dir von denen erklären. Ja, Rainer, es geht darum, die Amira wurde halt von irgendwelchen Leuten geleakt und wir wollen sie es eigentlich dazu bringen, dass sie sich hier möglichst zurückzieht und nicht mehr so hier so öffentliche Präsenz zeigt,
weil sie sonst immer weiter geleakt wird und wir wollen sie davor beschützen, weil sie noch relativ jung ist. Und wie gesagt, es gibt... Wollt jemanden beschützen, dass ich nicht liege? Nein, Rainer, es nicht alle. Also ihr seid doch diejenigen, die hier die Leute leaken. Rainer, Ja, nicht aber wir. das ist Es sicher sind irgendwelche allgemein. Leute, aber Warum nicht wir? wir, die hier gerade reden. Die, wo hier gerade reden, haben jetzt nichts gemacht und wir wollen Na ihnen helfen. klar. Es gibt Spasten hier und die haben sie geleakt und da wollen wir sie davor beschützen. Von Anfang an gesagt, du sollst aufpassen, was du öffentlich hast. Das habe ich dir gesagt, bevor ich dich zum Rang erhoben habe. Hast du ihr das gesagt vor 2 Jahren, als ihr zusammengekommen seid, oder erst vor kurzem? On May 6th, Rainer showed off his new hairstyle on Instagram. On May 7th, he posted an Instagram video in which he shows that haters had tried to block his yard gate with a wire rope and a padlock. However, he was able to free himself with the help of an angle grinder. On May 9th, Rainer presented himself with a hoarse voice in the YouNow stream. Wisst ihr, ganz ehrlich, lasst euch mal was Neues einfallen als Rudi ausbuddeln. Oder Rudi wird ausgebuddelt. Lasst ihr doch mal spontan, oder war AIDS krank, lasst ihr doch mal spontan was Kluges, Sinnvolles und vor allem etwas, wie sagt man, Intelligentes einfallen. Ach, warte mal, stopp! Ich hab vergessen, das kannst du gar nicht! Later, Tanzverbot should also be a guest in the stream. On May 13th, Rainer streamed from his garage while rain was pouring in the background. When Rainer streamed on May 14th, there were technical difficulties. He concluded that the haters had launched a DDoS attack. So, das war eine extrem schlechte Idee, was ihr da gerade gemacht habt. Denn jetzt habe ich ein paar schöne Daten nämlich gerade. Was war los? Leute, mich gedDOSt, aber das war eine schlechte Idee. Mein ITler später mal drüber schauen lassen. On May 16th, Rainer let himself be provoked by Droll in the live stream. On the 18th of May, Rainer once again spoke about a girlfriend. Du wirst nie eine Freundin haben. Sag das meiner Freundin. Habe heute Morgen erst meine Freundin geliebt. Das reicht mir erstmal. Ich habe nie eine Freundin erfunden. Wenn die Weiber zu mir sagen, dass wir zusammen sind und ja sagen, dann habe ich eine Freundin. Auch wenn die Freundin hinterher sich als Haterin herausstellt, war ich mit der in Anführungszeichen trotzdem zusammen. Kommt darauf an, wie du Freundschaft, wie du Freundin definierst, Junge. Nicht ich bin der Lügner, sondern ihr wart's immer. Then he talked about Kurt Cobain and his age. Kurt Cobain ist gestorben, da war ich 15 Jahre alt. Nein, da war ich klar auf keinem Konzert. 94 ist er gestorben. Ich war mir jetzt nicht sicher, ich dachte 95. 94 ist er gestorben. Da warst du keine 15. Kurt Cobain ist gestorben am 5. April 1994. Da war ich halt 14 Jahre alt. In dem Jahr bin ich 15 geworden. Ich runde da immer auf. Quatsch, hast recht. Kommando zurück, da war ich 5, Entschuldigung. Da war ich 4, 5 Jahre alt in dem Alter. Ich war jetzt schon bei 2004, weil ich immer 10 Jahre draufrechne. Mein Fehler, da war ich 4, 5 Jahre alt. Ja, Entschuldigung. Mein Gott, Irren ist menschlich, so rum. On May 22nd, Rainer uploaded the video Should I or Shouldn't I to his main channel. In it, he asks his viewers if he should make videos again in the future. Although Rainer did not publish any videos on his main channel, he could be found regularly on YouNow and on the TeamSpeak server. This also guaranteed that the interest in him and the number of visits would not decrease significantly.